Ganz ehrlich, Zocki ist momentan im Dauereinsatz, quasi im Dienste des schlechten Humors. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, ich habe jetzt ein paar Tage eben aufgrund von sonstigen Verpflichtungen, wie eben meinem privaten Geburtstagsfeier, ein kleines bisschen ausgesetzt, was, wenn es darum ging, euch neue Reviews und neue Vorstellungen zu liefern. Aber in den letzten Tagen habe ich da wieder das Tempo auf das Gewohnte hochgefahren und wir haben ja tatsächlich heute auch schon wieder 2 brandneue Blu-ray-Checks hier auf dem Kanal gehabt in den letzten Stunden. Da würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr reinschaut, weil einerseits habe ich ausführlich vorgestellt eben das brandneue Classics Media Book zu Herschel Gordon Lewis' Color Me Blood Red von Illusions. Außerdem habe ich mir heute einmal den Funny Man von Wicked Vision genau angeschaut. In den letzten Tagen gab es schon andere Blu-ray-Checks zu Wicked Vision Produkten und natürlich in den nächsten Tagen. Es sind schon, die nächsten Checks sind abgedreht und vorbereitet. Heute gerade saß ich vor der Kamera und habe dann Frightmare und Black Torment gemacht. Außerdem gestern eben schon den Tales That Witness Madness beziehungsweise den Scars of Xavier. Das sind nämlich genau die 2 Reviews, die morgen kommen. Morgen kommen Xavier und Tales. Übermorgen kommen dann Frightmare und ich bin sehr vergesslich momentan, Black Torment. Und außerdem habe ich von Wicked eben noch Hideous bzw. Miss Zombie da liegen, die auch noch die Woche kommen. Aber natürlich reißt bei mir quasi die Glückssträhne an Arbeit nicht ab. Und deswegen habe ich da heute noch ein weiteres Paketchen bekommen, wo Rezensionsmuster in diesem Fall wahrscheinlich für den DVD-Check mit dabei sind. Ich weiß, könnte wissen, was da drinnen ist, wenn ich es mir gemerkt hätte, bin aber sehr, sehr gespannt, was da auf mich wartet. Deswegen möchte ich heute auf jeden Fall noch einmal mich vor die Kamera wagen, diesmal sogar live und euch einen schönen Abend wünschen und mit euch gemeinsam das einzige Paket auspacken, der sich eben heute in meinem Postkarten vor der Tür am Boden liegend vorgefunden hat. Man muss schon bei der Wahrheit bleiben, finde ich, aber für diejenigen, die jetzt schon im Live-Chat bist, du Trepperjob, dieses Vorschaubild, furchtbar aus. Hallo Erik, vielleicht hätte ich die Linse ein bisschen besser putzen sollen vorher, das ist, hui, gerade nachdem ich ja momentan wirklich bemüht bin, alle Videos in 4K zu posten und mich wirklich ärgere, wenn das Video live geht und es ist tatsächlich nur in 1080p verfügbar, ist so ein Vorschaubild dann schon ein kleines bisschen ein Schock für mich, aber schauen wir mal, was für ein Schock hier drinnen wartet für mich, beziehungsweise dann natürlich in weiterer Folge auch für euch. Da warten nämlich, es sind wieder 3 DVDs und Zavar. Auf den bin ich tatsächlich schon sehr, sehr gespannt, nämlich von der aktuellen Reihe der Mafia Movie Classics. Da wartet nämlich einerseits der Death Lord auf mich. Das ist meiner Meinung nach schon einmal ein wirklich toller Name für jemanden. Außerdem, ja, dass man sich bei diesem Filmtitel übrigens nicht verliest. Da steht Nitti und nicht Nutti. Der erste Titel übrigens aus der Mafia Movie Classics Reihe ist nicht bei mir gelandet. Aus dem einzigen Grund, weil es sich dabei, ich habe jetzt den Titel vergessen, den recherchiere ich dann natürlich noch für die entsprechenden DVD-Checks, aber das ist nämlich nur ein Repack. Die beiden sind, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, eben wirklich DVD-Premieren. Und außerdem habe ich mir noch einen Film gegönnt, der mich persönlich tatsächlich interessiert hat. Es ist ja vor einiger Zeit bereits von Nameless endlich ungeschnitten erschienen, Commando, a One-Man-Army. Und was die meisten wahrscheinlich nicht wussten, das ist ja mittlerweile eine Trilogie. Und Commando 2 ist jetzt über WEF auf DVD erschienen. Leider gibt es von diesem Titel diesmal nur eine DVD. Ich habe auch extra bei WGF nachgefragt. Eine Blu-ray von diesem Titel ist zumindest einmal vorerst nicht geplant haben, was natürlich einerseits ein bisschen schade ist, aber okay, dann schaue ich ihn halt auf DVD, bin sehr, sehr gespannt. Laut Aussage des Labels ist es auf jeden Fall die ungeschnittene Fassung des Films, da bin ich auch
sehr gespannt auf eine der wirklich wenigen Dosen an Bollywood, die ich bis jetzt erfahren habe. Ich muss ja wirklich zugeben, ich habe den ersten Teil zu meiner Schande noch nicht gesehen. Glücklicherweise habe ich den sogar griffbereit, das heißt, den werde ich mir im Rahmen der Vorbereitung von diesem Review natürlich ebenfalls noch anschauen, um dann hier entsprechende Vergleiche auch ziehen zu können. Aber jetzt wenden wir einmal hier noch das Wendecover. Das Einzige, was ich sehr, sehr schade finde, was man natürlich auch nicht unerwähnt lassen darf, ist die Tatsache, dass sie bei Nitti leider den Namen von Anthony LaPaglia auf dem Frontcover falsch geschrieben haben. Der heißt hier Lantony. Aber den Film habe ich mir ja tatsächlich deswegen geordnet und der interessiert mich deswegen so, weil Vincent Gustafaro mit dabei ist und in dem Film mitspielt, der ja einerseits in meiner Facebook-Friend-List ist, spätestens seit er in Wien damals war, beim einzigen Wiener Weekend of Horrors, und vielleicht kann sich noch der ein oder andere daran erinnern, wie ich damals noch mit ungefähr 25 Kilo mehr im Auftrag von DVD-Format ein Interview mit Vinny Gustafaro gemacht habe, damals natürlich in erster Linie über seine Horrorauftritte bei Freitag der 13. Teil 6 bzw. Schocker, aber Vinny ist ja auch ein guter Freund beispielsweise von David Mamet und taucht da übrigens, David Mamet, absolut großartiger Autor für alle Fans von wendungsreichen Thrillern, ist das meiner Meinung nach eine absolute Empfehlung, sich da einmal was anzuschauen. Das Haus der Spiele ist wahrscheinlich einer der spannendsten und überraschendsten Thriller, wo gibt, absolut großartig. Deswegen alleine nur aufgrund der quasi persönlichen Connection wollte ich das sehen, und der Death Lord hat mich halt eben einfach wegen seinem Titel angesprochen. Das sind die 3 Sachen, die jetzt dann quasi in der nächsten Zeit irgendwann einmal im DVD-Check landen, aber natürlich habe ich vorher noch ein bisschen was aufzuholen von den letzten Dingen, die ich bekommen habe. Von daher werde ich auch ehrlich gesagt gleich weiterarbeiten. Vielen Dank, dass ihr ganz kurz eingeschaltet habt bei meinem Mystery Unboxing. 3 DVDs waren es heute. Ich wünsche euch auf jeden Fall für den Fall, dass ihr jetzt noch ein paar Minuten Zeit habt, vielleicht viel Spaß mit einem meiner Reviews vom heutigen Tag, beziehungsweise vielleicht hat das der ein oder andere noch nicht gesehen. Ich hatte ja eben wirklich am Sonntag Geburtstag, beziehungsweise das 300. Sammlungsupdate. Da ist natürlich ein wirklich interessantes Sammlungsupdate, glaube ich, rausgekommen. Aber was mich persönlich ganz besonders gefreut hat, es haben sich ja wirklich einige Leute, Freunde, Kollegen hier auf YouTube, andere Reviewer, Blogger und so weiter, es nicht nehmen lassen, mir zu meinem Geburtstag bzw. meinem Sammlungsupdate-Jubiläum zu gratulieren. Da habe ich gestern ein Reaction-Video gepostet, wo ich mir eben quasi tatsächlich, und ich schwöre, das ist nicht gefaked, zum allerersten Mal die ganzen Botschaften angeschaut habe und eben quasi nebenbei die Kamera mitlaufen habe lassen, und ich muss echt sagen, ich finde die Videos und die Botschaften, die da bei mir angekommen sind, absolut großartig. Das sind so tolle Ideen dabei. Ich habe mich riesig gefreut. Für diejenigen, die das noch nicht gesehen haben und ein bisschen was von der Kreativität der YouTube-Film-Community quasi mitnehmen möchten, das Video kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Anyways, das war's einmal für den Livestream. Jetzt einen schönen Abend wünsche ich euch, und wir sehen uns aber definitiv im Laufe der Woche noch das ein oder andere Mal, selbstverständlich mit neuen geskripteten Videos, aber wenn wir Glück haben, auch vielleicht noch mit dem ein oder anderen Mystery Unboxing für den Fall, dass ich irgendwas in der Post vorfinde, aber das weiß ich ja jetzt noch nicht. In dem Sinne, tschüss und danke fürs Zuschauen.